Hallo liebe Kinder, liebe Playmobil-Fans. Wir machen heute Annas Zimmer neu. Und zwar verwandeln wir ihr Zimmer in ein Feenzimmer. Aber jetzt fangen wir natürlich noch einmal ganz von vorne an. Und ihr kennt das ja schon, am Anfang muss immer erstmal alles raus. Hey, was haben wir denn hier? Das ist ja noch Konfetti. Das muss ich natürlich zuerst mal aufsaugen. So, jetzt mache ich erstmal hier hinten in der Ecke die Tapete ab. Da kommt noch eine andere zum Vorschein. Ich habe das damals einfach nur überklebt. Ups, Frau Hauser, na sowas. Oh, hoppla, die Gardine. Nein, wir wollen nicht gleich alles abbauen. So, das Zimmer ist leer, jetzt können wir loslegen. Und ich hatte die Idee, ein Feenzimmer zu machen, denn ich war einkaufen und habe da diesen Block gefunden. Da hat es verschiedenes Feenpapier drin, mal größere Motive und auch mit kleineren Feen. Und da habe ich noch einen anderen gekauft, nämlich den hier. Der hat einfarbiges Papier in Pastellfarbtönen. Den brauche ich gleich nachher noch. Und das Feenbild will ich jetzt an diese Wand hier machen. Und hier auf die andere Seite mache ich einen Streifen einfarbiges Papier. Das habe ich jetzt einfach von der Farbe passend zum Feenmotiv ausgesucht. Und das klebe ich jetzt auch wieder über die andere Tapete drüber. Dann ist die Wand schon etwas stabiler. So, das Hochbett bekommt noch eine Verzierung mit einem Feenbild. Das klebe ich mit Klebeknete an. Ab und zu schreibt tatsächlich jemand, das wäre eklig, dass ich da Kaugummi verwende. Liebe Leute, das würde ich nie machen. Das ist natürlich Klebeknete. Und jetzt hänge ich hier eine Schaukel auf. Die ist aus diesem Feenset. Und wer es noch genauer wissen will, das hier ist die Ersatzteilnummer dieser Schaukel. Die Schaukel hänge ich oben an diesem Fenster auf und damit sie tief genug hängt, habe ich die noch hier mit solchen grünen Blätterschlingen oder wie man das auch immer nennen mag, verlängert. So, und da können die Kinder jetzt super schaukeln. Vor allem, wenn das Fenster auf ist, kann man bis auf den Balkon schaukeln. Dann habe ich hier einen Pappbecher. Daraus bastle ich ein Spielzelt. Dazu schneide ich mir hier nur solch ein Dreieck heraus. So, gleich mal ausprobieren. Die Anna kann hier rein und kann auch hier drin stehen. Dann kommt hier oben ein Loch rein. Denn ich möchte da noch etwas anbringen, was auch aus dem Feenset ist. Nämlich hier dieses, ich nenne es jetzt mal Nest. Das stecke ich jetzt hier rein. Und hier vorne hänge ich noch eine kleine Laterne dran. Damit es da drin noch etwas gemütlicher wird, kommt noch ein Teppich rein. Und hier oben drauf lege ich ein Kissen. Dann kann die Anna entweder hier unten drin spielen oder es sich hier oben drauf gemütlich machen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Plätzchen unseren Katzen genauso gut gefällt. Dort hinten an die Wand würde noch gut ein Bild passen. Und diese kleine Eule hier, die könnte ich noch hier auf den Ast setzen. In die andere Zimmerecke habe ich ein Regal gestellt, denn irgendwo muss man ja auch noch ein bisschen Spielzeug unterbringen.
Und hier ist auch Platz für den Maltisch mit 2 Stühlen. Und apropos Spielzeug unterbringen, da mache ich der Anna hier drüben noch ein kleines Bücherregal. Irgendjemand hat mal geschrieben, ohne Cake-Pop-Stiele würde bei mir gar nichts gehen. Wahrscheinlich ist das so, darum verwende ich auch heute wieder einen. Und zwar kann man den nämlich gut kürzen und hier in den Fensterrahmen einklemmen. Und dann kann man hier hinten gut Bücher aufbewahren. Ich mache gleich noch eine zweite Stange hier weiter oben hin, denn da kann man auch gut den Kindergartenrucksack von Anna aufhängen. So, und Annas neues Zimmer ist fertig und wir schauen noch einmal rundherum. Und die Anna kann auch prima schaukeln, aber die Anna sieht ja noch gar nicht richtig nach Fee aus. Mensch, da hätten wir hier doch noch die passende Verkleidung für sie. So, und jetzt passt Anna auch richtig zu ihrem neuen Zimmer. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt uns doch in die Kommentare, wie ihr Annas neues Zimmer findet. Und die Anna, die zaubert euch jetzt hier gleich noch 3 andere Videovorschläge hin. Da könnt ihr euch, wenn ihr wollt, eins aussuchen, anklicken und gleich weiter gucken. Bis bald. Tschüss.